Ich frage mich, ob... Hey, Was? wie lange willst du eigentlich noch die Statue anglotzen? Ach so. Nein, ich frage mich, was es wohl mit diesen Monumenten auf sich hat. ist nicht so. Warum sie hier stehen und wer sie hier überhaupt aufgestellt hat. Das sind also die Fragen, die dich jetzt beschäftigen. Also, wenn du möchtest, können wir auch die Basics überspringen und gleich zu den Bossen übergehen. Hm? Bosse? Was denn für Bosse? Ja, Bosse. Dir ist schon klar, wie viel wir noch nicht besprochen haben, oder? Ach echt? Da ist noch mehr? Aber sicher ist da noch mehr. Was dachtest du denn? Ja, um ehrlich zu sein. Ach, hab ich ja vergessen. Du denkst ja nicht. Warte, Na, was? wie dem auch sei, können wir dann fortfahren. Nach all der Pause, die du gemacht hast, müsstest du ja nur so vor Energie strotzen, nicht wahr? Ja, also... Sehr gut. Kommen wir also zu einem weiteren wichtigen Feature, welches wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Sozusagen zu einem Kernfeature. Verstehst du? Weil Kern... Warum erkläre ich's dir überhaupt? Nein. Ach so, Kern wegen, weil... Ja, jetzt... Hast du es denn jetzt bald? Der Witz ist doch schon längst totgetreten. Ist ja gut. Also... Gut, lass uns einfach keine weitere Zeit verschwenden. Öffne dein Inventar. Schon wieder? Ja, wenn du mich nicht unterbrochen hättest, müssten wir das nicht mehr tun. Also, öffne dein Inventar. Okay, schon gut. Es ist offen. Sehr gut. Wenn du nur nach links schaust, siehst du dein Fertigungsfenster. Oh. Das sind deine Basis-Items. Du kannst sie jederzeit und überall herstellen, sofern du über die notwendigen Ressourcen verfügst. Verstehe. Aber wie es aussieht, kann ich gerade nichts herstellen. Sehr gut beobachtet. Erinnerst du dich daran, als ich vorhin die Wurzeln um den Kern entfernt und daraufhin mit Fackeln den umliegenden Bereich ausgeleuchtet habe? Ja, genau. Das ging ziemlich schnell. That's what she said. Aber im Ernst, man sollte am Anfang stets die Wurzeln um den Kern abbauen, um schnellstmöglich die für den weiteren Fortschritt erforderlichen Basis-Items herzustellen. Okay. Hier, nimm diese Stücke Holz und versuche ein paar Fackeln zu bauen. Oh, es war mir nun möglich, 9 Fackeln herzustellen. Ich packe sie am besten direkt in meine Hotbar, damit ich immer darauf zugreifen kann, richtig? Falsch! Aber- Grundsätzlich war der Gedanke nicht schlecht, aber bei der Fackel reicht es tatsächlich aus, sie in einem beliebigen Inventarslot zu platzieren. Aber das macht keinen Sinn. So kann ich doch gar nicht schnell darauf zugreifen. Das ist doch dann mega umständlich. Nein, nicht in diesem Fall. Die Fackel kannst du jederzeit durch das Drücken und Halten der linken Shift-Taste aufrufen. Sie überlagert in diesem Fall temporär das in dem aktuell ausgewählten Slot befindliche Item. Oh, das ist wirklich praktisch. Nicht wahr? Im späteren Spielverlauf wirst du natürlich deutlich weniger auf den Bau von Fackeln setzen. Doch gerade in der Anfangsphase sind diese Glimmstängel überlebenswichtig. Ah, verstehe. Dann werde ich also immer ein paar Fackeln bei mir tragen. Aber was mache ich, wenn mein Inventar mal überquillen sollte? Was uns direkt zu dem letzten Feature deines Basisinventars bringt. Dem Mülleimer. Dem Mülleimer? Ich muss dir doch jetzt nicht wirklich die Funktion eines Mülleimers erklären, oder? Schieb dein Item einfach in den entsprechenden Slot und drücke auf den Mülleimer. It's easy as that. Tatsächlich. Das geht ja sogar so. Das ist ja... Ich meine, das sind dann also alle Features? Fast. Aber alles zu seiner Zeit. Na, sehr gut. Dann bin ich nun also bereit für mein Abenteuer. Du bist also bereit? Dann sag mir doch einfach mal, was wir jetzt tun sollen. Ich warte. Also, wie wäre es mit und, naja, wir könnten vielleicht aber auch... Also, okay, ich habe keine Ahnung. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Pass auf, wir befinden uns hier im Untergrund, der ersten Ebene des radialen Schichtsystems. Warte, Radialschichtsystem?
Wenn wir den Kern als initialen Ausgangspunkt betrachten, ist der Untergrund die erste Schicht, welche in einem Radius von 150 Blöcken generiert wird. Oh. Du kannst dich also in alle 4 Himmelsrichtungen bewegen und immer wieder etwas Neues entdecken, ehe du dich in die nächste Schicht vorwagst. Okay, das ergibt Sinn, aber was ist die nächste Schicht? Nun, ohne viel vorwegzunehmen, sei gesagt, dass nach dem Untergrund noch lange nicht Schluss ist. Ach so. Eher im Gegenteil. Okay. Das Spiel fängt dann erst so richtig an. Doch alles zu seiner Zeit. Aber was erwartet mich denn nun wirklich im Untergrund? Tatsächlich kannst du so einiges im Untergrund entdecken. Von längst vergessenen ältesten Monumenten, welche Relikte und wertvollen Loot beherbergen, bis hin zu dem sagenumwobenen Riesenpilz, welcher deine Gesundheit permanent um 25 Punkte erhöht. Das ist ja wie ein Jäger des verlorenen Schatzes! Ja, dann pass jetzt gut auf, du Jäger der verlorenen Aufmerksamkeitsspanne. Warte. Denn der Untergrund wartet auch mit einigen Gefahren auf, die du auf keinen Fall unterschätzen solltest. Was? So kann es sein, dass du während deines Abenteuers auf Pilzbolde stößt, welche dich bei Blickkontakt sofort angreifen werden. Nun, zugegeben, eigentlich laufen sie einfach blindlings auf dich zu, bis sie sich den Kopf an irgendwas stoßen. Warte, was? Dann wären da aber noch die normalen und Rotschleime. Die normalen orangenen Schleime sind passiver Natur und schleimen einfach so vor sich hin, während die roten Stacheligen, ähnlich wie der Pilzbold, sofort auf dich losgehen werden, alsbald sich ihnen eine Chance offenbaren sollte. Das klingt echt gefährlich. Gefährlich ist für einen Spieler deines Formats gar kein Ausdruck. Doch Was ist nur los? wenn du dich zu tief durch die Eingeweide des Gesteins wagen und den unsagbaren Klang eines dröhnenden Aufschlags vernehmen solltest, kehre besser. Und lauf, sofern dir an deinem Leben gelegen ist. Denn wenn du dem fauligen und modrigen Geruch weiter folgen solltest, stößt du unweigerlich auf eine der 3 großen Plagen, jener welchen, dessen Statue du vorhin noch mit starrem Blick zu mustern versuchtest. Das Monstrum, von dem ich spreche, hört auf den Namen Glurch, die abscheuliche Masse. Warte, Glurch! Echt jetzt, Glurch? Das klingt ja wie ein Industriereiniger. Da versucht man einmal ein bisschen Spannung aufzubauen und du musst mir so reinkrätschen und meine Dramaturgie mit deinem dämlichen Gefrage unterminieren. Tut mir leid, aber bei dem Namen konnte ich nicht anders. Glurch! Natürlich kannst du nicht anders. Bist wohl so veranlagt. Warte. Jedenfalls stellt Glurch die erste Instanz der zu bezwingenden Bosse dar. Du solltest dich allerdings nicht unvorbereitet dem großen Wackelpudding stellen, da er mit seinen Sprüngen massiven bis tödlichen Schaden austeilt. Verstehe. Doch wie bezwinge ich ihn dann? Alles zu seiner Zeit. Jetzt haben wir etwas anderes im Sinn. Na los, folge mir. Okay. Und nun? So, willkommen in Tier 1. Wow, Tier 1!